den USA interessante Vorgänge. Sie verklagen Google wegen Missbrauchs der Monopolstellung. Es braut sich in den Vereinigten Staaten jetzt doch ziemlich viel Unmut gegen diese Tech-Giganten zusammen, auch gegen Twitter und Facebook. Da ist der Hintergrund, dass die beiden Social Networks eine hochbrisante Geschichte, einen Artikel der New York Post über Hunter Biden, den Sohn von Joe Biden, quasi nicht, wie soll man sagen, stumm geschaltet haben, abgeschaltet haben, zensuriert haben, dass man das nicht aufschalten konnte, nicht weiterleiten konnte, nicht verklicken und vertwittern konnte. Eine hochbrisante Geschichte, und da wird jetzt immer mehr das Bewusstsein wach, dass diese Tech-Giganten ihre herausragenden Wettbewerbsstellungen eben für eine politische Agenda, aber eben intransparent, uneingestanden missbrauchen. Wenn sie sagen, ich habe eine politische Agenda, ist das okay, aber wenn sie sagen, nein, wir sind das Network der freien Rede, der absoluten Meinungsfreiheit und gleichzeitig dann aber unliebsame Artikel von Zeitungen, die immerhin eine gewisse bedeutende Marktstellung haben, wenn sie das einfach unterdrücken, dann kommen sie natürlich in einen Selbstwiderspruch hinein, und dieser Selbstwiderspruch wird immer mehr erkannt und wird immer mehr als Problem empfunden von vielen Amerikanern. Der Anwalt und ehemalige Bürgermeister New Yorks, Rudy Giuliani, hat den Laptop von Hunter Biden, dem Sohn des aktuellen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, erhalten, nachdem dieser zur Reparatur bei einem Shop im US-Bundesstaat Delaware abgegeben wurde. Auf dem Laptop hat man Videos, Bilder und E-Mails gefunden. Die Rede ist von bis zu 25.000 Dateien, von denen eine erste Charge bereits letzte Woche von der New York Post veröffentlicht wurde. So liegen uns nun E-Mails zwischen Hunter Biden und Geschäftsleuten aus aller Welt vor, die ohne Zweifel beweisen, dass der damalige US-Vizepräsident Joe Biden und sein Sohn ihre Macht und ihren Einfluss in der US-Politik an ausländische Firmen und kriminelle Geschäftsleute verkauft haben. Den E-Mails zufolge haben die Bidens Bestechungsgelder in Millionenhöhe unter anderem aus China und der Ukraine erhalten und sich auf den Wunsch der Höchstbietenden hin in die Politik anderer Länder eingemischt. Alles in allem haben wir nun stichhaltige Beweise dafür, dass Joe Biden korrupt und unwählbar ist. Nun ist das demokratische Washington Establishment aber in der prekären Lage, dass sie so kurz vor der US-Wahl nicht einfach zugeben können, dass Biden korrupt ist und seine Macht jahrzehntelang missbraucht hat. Was machen sie also? Richtig, sie halten sich genau an die Lügen, mit denen sie schon seit dem Beginn von Trumps erster Amtszeit gescheitert sind. Well, we know that this whole smear on Joe Biden comes from the Kremlin. That's been clear for well over a year now, that they've been pushing this false narrative about the vice president and his son. But I guess at this point we can't be shocked by anything this administration does, no matter how craven. But clearly the origins of this whole smear are from the Kremlin, and the president is only too happy to have Kremlin help in trying to amplify it. A lot of Russian bots, a lot of bots online targeting, doing the dirty work of Russia. And to me, this is just classic textbook Soviet Russian tradecraft at work. All of a sudden, two and a half weeks before the election, this laptop appears somehow. Also laut dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus Adam Schiff und vielen anderen ist der gesamte Laptop-E-Mail-Skandal eine Desinformationskampagne des Kremls. Die bösen Russen sind mal wieder an allem schuld. Wir kennen das Spiel ja bereits. Aus Verzweiflung und weil sie über den Inhalt der E-Mails nicht berichten dürfen, haben zahlreiche Medien dieses Narrativ aufgegriffen, so zum Beispiel Business Insider. Aber auch das Schweizer Magazin Watson titelte „Merkwürdige E-Mails. Alle Merkmale einer russischen Informationsoperation gegen Biden." Ja, wenn das alles nur Propaganda und Lügen aus Russland sind, warum hat dann bisher kein einziger Vertreter der Biden-Wahlkampagne die Echtheit der E-Mails öffentlich angezweifelt und warum hat Biden sofort seinen Wahlkampf unterbrochen, um sich zu Hause zu verstecken? Aufgelöst wurde das Ganze schließlich vom Direktor der nationalen Geheimdienste, John Radcliffe. Laut ihm liegen allen US-Geheimdiensten keinerlei Hinweise vor, die für eine russische Einmischung in diesem Fall sprechen würden. Viele Demokraten hatten derweil noch gebannt auf das Statement des FBI-Chefs Christopher Wray geschaut, da dieser angekündigt hatte, die Hunter Biden E-Mail-Story auf russische Desinformationsabsichten zu prüfen. Doch vor wenigen Stunden hat nun auch der FBI-Chef zugeben müssen, dass sie keinerlei Beweise dafür finden konnten. Er habe dem Statement von Radcliffe nichts mehr hinzuzufügen. Dazu ein Artikel von Business Insider vom 21. Oktober. Doch nicht nur das. Nun ist auch eine von Hunter Biden unterzeichnete Rechnung beim Computershop in Delaware aufgetaucht. Also gibt es nun einen klaren Nachweis, dass Hunter Biden seinen Laptop tatsächlich dort abgegeben hat
und alle veröffentlichten Dokumente von ihm stammen. Unter anderem wurde auch eine E-Mail veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass Hunter und Joe Biden mehr als 10 Millionen US-Dollar von der chinesischen Firma CFC China Energy erhalten haben, damit sie dieser lukrative Verbindungen und Deals innerhalb der US-Politik vermitteln. Die Echtheit der E-Mail wurde bereits vom chinesischen Absender bestätigt. Offenbar kooperiert die Quelle mit den US-Ermittlern. Dazu ein Artikel von Fox News. Also, falls ihr irgendwo hört, das Ganze wäre bloß ein russischer Eingriff in die US-Wahl und der Laptop sowie die E-Mails, Videos und Fotos bloß ein Fake, dann merkt euch Folgendes. Erstens, der Direktor der nationalen Geheimdienste John Radcliffe sagt, dass die Russen damit nichts zu tun haben. Zweitens, der FBI-Chef Christopher Wray sagt, dass die Russen damit nichts zu tun haben. Drittens, weder Hunter noch Joe Biden oder irgendein Vertreter der beiden Wahlkampagne haben die Echtheit der E-Mails oder des Laptops bisher angezweifelt. Joe Biden hat den Wahlkampf unterbrochen und versteckt sich seitdem. Viertens, wir haben einen von Hunter Biden unterzeichneten Beleg, dass er den Laptop tatsächlich zur Reparatur abgegeben hat. Fünftens, der chinesische Absender der E-Mail, welche die Korruption der Bidens in China beweist, kooperiert und hat die Echtheit der E-Mail bestätigt. Ja, vor kurzem wurden auch weitere E-Mails von Hunter Biden durch die New York Post veröffentlicht. Diese E-Mails belegen korrupte Deals zwischen Biden und dem kasachischen Oligarchen Kenes Rakishev, der enge Verbindungen zum kasachischen Diktator Nursultan Nazarbayev hat. Die E-Mails zeigen, dass Hunter Biden den Oligarchen kontaktiert und ihm dabei geholfen hat, sein auf sehr fragwürdige Art und Weise angesammeltes Vermögen in die USA zu schaffen. So hat Hunter Biden unter anderem ein $1-Millionen-Investment in die Firma von John Kerrys Tochter vermittelt. Kerry ist der US-Außenminister unter Obama gewesen. Die Bidens haben sich weltweit bestechen lassen und ein gewaltiges Vermögen dabei angehäuft. Gestern hat Breitbart übrigens ein Foto veröffentlicht, das Joe Biden zusammen mit dem kasachischen Oligarchen Kenes Rakishev zeigt. So viel zu Bidens Aussage, er hätte sich nie mit den Geschäftspartnern seines Sohnes getroffen. US-Präsident Trump schrieb dazu auf Twitter: Biden ist ein Risiko für die nationale Sicherheit. Und gestern forderte er zudem die Ernennung eines speziellen Ermittlers, der Hunter Bidens gewaltige Korruption unter die Lupe nehmen soll. Also ein Ermittler, der mit der gleichen Macht ausgestattet wäre wie Robert Mueller während den Russland-Ermittlungen. Doch die E-Mail-Beweise für Korruption könnten noch der harmloseste Teil der 25.000 Dokumente auf dem Laptop sein. Das hat der Vorsitzende des senatsinternen Heimatsschutzausschusses Ron Johnson auf Fox News bereits durchsickern lassen. Laut ihm habe man kinderpornografisches Material gefunden und Hunter Biden sei direkt auf den Videos zu sehen. Gestern Abend sind auch erste Beweise dazu veröffentlicht worden. Bei einem Newsmax-Interview zitierte Rudy Giuliani neue Textnachrichten zwischen Hunter Biden und Joe Biden. Hunter Biden schrieb: Sie hat meinem Therapeuten gesagt, ich würde unangemessenes sexuelles Verhalten an den Tag legen, weil ich nackt mit 14-jährigen Mädchen FaceTime und dabei Crack rauche. Sie sagt, ich würde ein schlechtes Umfeld für Kinder erzeugen. Ja, sowas schreibt der Sohn des aktuellen demokratischen Präsidentschaftskandidaten an seinen Vater. Hier übrigens nochmal das bereits von der New York Post veröffentlichte Bild von dem Laptop, auf dem wir Hunter Biden mit einer Crackpfeife sehen. Laut Rudy Giuliani wurde bisher nur ein winziger Teil des Beweismaterials veröffentlicht. In den 10 Tagen vor der Wahl soll jeden Tag eine weitere Enthüllung ans Licht kommen, bis wir kurz vor der Wahl die gesamte Story haben. Laut dem scheinbar auch involvierten Politikstrategen Steve Bannon werden die Bidens bis zur Wahl unter einer Lawine ihrer eigenen Korruption begraben. Alle sollen sehen, wie sie ihr Amt verkauft und Verbrechen gegen die Menschheit begangen haben. Twitter, Facebook und YouTube werden wahrscheinlich versuchen, die Beweise erneut zu zensieren, was ihnen allerdings wenig bringt, wie das MIT nun festgestellt hat. Laut einer Untersuchung hat Twitters Zensur den Streisand-Effekt ausgelöst und die Nachfrage nach den zensierten Informationen enorm erhöht. Zensur macht die Menschen eben erst recht neugierig. Ja, und der Hunter Biden-Laptop-Skandal ist nur ein kleiner Teil der Munition, die die Trump-Administration sich bis zur Wahl aufgehoben hat. So hat die zuständige Richterin gestern entschieden, dass zahlreiche Dokumente im Ghislaine-Maxwell-Fall in Kürze veröffentlicht werden. Das heißt, wir dürften auch noch viel über die Verbindungen des pädophilen Multimillionärs Jeffrey Epstein erfahren. Und wie wir ja bereits wissen, hatte er sehr enge Verbindungen zu zahlreichen Vertretern der Demokratischen Partei, darunter auch Bill und Hillary Clinton. Wenn all das noch vor der Wahl aufgedeckt wird, könnte sich am 3. November genau das bewahrheiten, was Trump am 17. Oktober auf Twitter angekündigt hat. Ein gigantischer republikanischer Erdrutschsieg. Yeah, we now know beyond a shadow of doubt the laptop is in fact Hunter Biden's. The emails are in fact accurate. The big guy referenced in one of the emails is in fact Joe Biden. We know Hunter Biden had deals with communist China, Ukraine, deals with this company Burisma that even the State Department said was a concern.
and he was getting cash from the mayor of Moscow's wife. So all that, of course, this should come up. But what I also hope really comes up is the president stresses what he did for the American people. The fact that he said he would cut taxes and did, said he would reduce regulations and did, said we'd have a roaring economy and we did, said he'd get out of the Iran deal and we did, said he would put the embassy in Jerusalem and he did, said he would build the wall and he did, said he would do a new USMCA, a new NAFTA agreement and he did, said he would put out a list and choose from that list to put on the highest court in our country. And he picked from that list Mr. Gorsuch, Mr. Kavanaugh, they're on the court, put out another list, selected from that list Amy Coney Barrett, and she's going on the court in a matter of days. No president has done more of what they said they would do than this guy. That should come out tonight loudly and clearly, and the American people understand that. And of course, this Hunter Biden issue should come out because it goes to the credibility of Joe Biden, to the heart of this campaign. I think it's one of the biggest scandals I've ever seen, and you don't cover it. You want to talk about... Well, because it can't be verified. You want to talk about insignificant things. I'm telling you. Of course it can be verified. Excuse me, they found the laptop. Leslie. It can't be verified. What can't be verified? The laptop. Why do you say that? Because even the family hasn't... The family on the laptop, he's gone into hiding. For 5 days, he's gone into hiding. He's preparing for your debate. Oh, it's taken him 5 days to prepare? I doubt it. Okay, All go right, ahead. all right. Campaign strategy seems to be to call Biden a criminal. Why is that? He is a criminal. He's a criminal. He got caught, read his laptop, and you know who's a criminal? You're a criminal for not reporting it. You are a criminal for not reporting it. Let me tell you something. Joe Biden is a criminal, and he's been a criminal for a long time, and you're a criminal in the media for not reporting it. Good luck, everybody. Have a good time. Have a good time. Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to make sure. Joe, you're the liar. I want to make sure. You graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. He has, You'd be surprised. You picked You'd be surprised. the Go ahead, wrong Joe. guy, the wrong Joe, night go. at the wrong time. Listen, did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. Let's have this. Ja, schon nach wenigen Minuten behauptet Biden, alles, was Trump bisher gesagt habe, sei eine Lüge. Er brauche die Lügen nicht mal benennen, da ohnehin jeder wisse, dass Trump ein Lügner sei. Doch Trump war vorbereitet auf solche faktenlosen Anschuldigungen und benannte klar eine überprüfbare, schwerwiegende Lüge, die Joe Biden im Jahr 1988 bei einer Wahlkampfveranstaltung erzählt hat. Damals machte er den Wählern weiß, er sei einer der besten Jurastudenten an der University of Delaware gewesen und habe sein Studium mit 3 Abschlüssen beendet. Später stellte sich die Aussage als vollkommen gelogen heraus. Biden studierte nicht an der renommierten University of Delaware, sondern an der Syracuse University in New York, wo er von 85 Studenten nur auf Platz 76 landete und die Universität mit nur einem statt 3 Abschlüssen verließ. Dazu ein Artikel von Fox News vom 4. Mai 2019. Ein perfekter auf Fakten gestützter Konter von Trump. Als nächstes befragte der Moderator die Kandidaten zur Pandemiekrise und ihren Plan, diese zu lösen. Good luck. 200,000 dead. As you said, over 7 million infected in the United States. We, in fact, have 5%, 4% of the world's population, 20% of the deaths. 40,000 people a day are contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic. He panicked. If we would have listened to you,
the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, and one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You don't know how many people died in Russia. You don't know how many people died in India. They don't exactly give you a straight count, just so you understand. But if you look at what we've done, I closed it, and you said he's xenophobic. He's a racist, and he's xenophobic because you didn't think I should have closed our country. Wait a minute. It says 2 minutes. You didn't think we should have closed our country because you thought it was terrible. You wouldn't have closed it for another 2 months. By my doing it early, in fact, Dr. Fauci said, President Trump saved thousands of lives. The only thing I haven't done a good job, and that's because of the fake news. No matter what you say to them, they give you bad press on it. It's just fake news. They give you good press, they give me bad press, because that's the way it is, unfortunately. But let me just tell you something. I don't care. I've gotten used to it. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. Also, Biden sieht die Schuld für die vielen Infizierten und Toten in den Vereinigten Staaten ganz klar bei Trump. Dieser habe viel zu spät reagiert, die Gefahr heruntergespielt und bisher keinen vernünftigen Plan für die Lösung der Krise vorgelegt. Trump widerspricht dem klar. Er habe alle Reisen aus China schon früh blockiert und wieder deckt sich das mit der Faktenlage. Trump hat am 31. Januar 2020 eine Executive Order unterzeichnet, mit der fast alle Reisen aus China blockiert wurden. Einen Tag später, am 1. Februar 2020, nannte Joe Biden diese politische Entscheidung ausländerfeindlich und hysterisch. Trump hat also wahrscheinlich recht mit der Behauptung, dass Biden erst wesentlich später auf die Krise reagiert hätte. Allerdings stimmt es, dass Trump die Gefahr des Virus immer wieder heruntergespielt hat, laut eigener Aussage, um eine Massenpanik zu verhindern. Als nächstes kam das Thema Wirtschaft dran. Unter anderem auch, ob die Kandidaten einen weiteren Lockdown befürworten würden. So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard psychologically to do. He didn't think we should close it down, and he was wrong. We closed it down, and now we're reopening, and we're doing record business. We had 10.4 million people in a 4-month period that we've put back into the workforce. That's a record the likes of which nobody's ever seen before. And he wants to close down he will shut it down again. He will destroy this country. You know, a lot of people, between drugs and alcohol and depression, when you start shutting it down, you take a look at what's happening at some of your Democrat-run states where they have these tough shutdowns. People know what to do. They can social distance, they can wash their hands, they can wear masks, they can do whatever they want. But they got to open these states up. When you look at North Carolina, when you look, and these governors are under siege, Pennsylvania, Michigan, and a couple of others, you got to open these states up. It's not fair. You're talking about almost, it's like being in prison. And you look at what's going on with divorce, look at what's going on with alcoholism and drugs. It's a very, very sad thing. And the idea that he is insisting that we go forward and open when you have almost half the states in America with a significant increase in COVID deaths and COVID cases in the United States of America. And he wants to open it up more. Why does he want to open it up? Why doesn't he take care of the American? You can't fix the economy until you fix the COVID crisis. And he has no intention of doing anything about making it better for you all at home in terms of your health and your safety. Trump stellt sich also klar gegen einen zweiten Lockdown, weil dieser die US-Wirtschaft in den Abgrund stoßen und andere Probleme wie Selbstmord, Alkoholismus, Drogenmissbrauch und hohe Scheidungsraten deutlich verschärfen würde, was man bereits in demokratisch regierten Bundesstaaten, die immer noch im Lockdown sind, beobachten könne. Biden hingegen spricht sich für einen zweiten, allumfassenden Lockdown aus. Dieser sei notwendig, um die Sicherheit und Gesundheit der US-Bevölkerung angesichts der steigenden Fallzahlen zu gewährleisten. Nach diesem Themenblock befragte der Moderator Trump zu einem kürzlich in der New York Times erschienenen Artikel, in dem behauptet wird, Trump hätte in den Jahren 2016 und 2017 nur $750 an Einkommensteuer gezahlt. Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars. So yes. not 750. Millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to see it. But let me just tell you, Chris, let me just tell you something, that it was the tax laws. I don't want to pay tax. Before I came here, I was a private developer. I was a private business people. Like every other private person, unless they're stupid, they go through the laws, and that's what it is. He passed a tax bill that gave us all these privileges for depreciation and for
tax credits. We build a building and we get tax credits like the hotel on Pennsylvania Avenue. You get a massive, which, by the way, was given to me by the Obama administration, if you can believe that. He says he's smart because he can take advantage of the tax code. And he does take advantage of the tax code. That's why I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And I'm going to eliminate those tax cuts and make sure that we invest in the people who, in fact, need the help. People out there need help. But why didn't you do it over the last 25 years? Because you weren't president. Because you weren't president screwing things up. You were a senator. And You're by the way, worst you were president America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. If you got in, if you ever became president with your ideas, you want to terminate my taxes, I'll tell you what, you'll lose half of the companies that have poured in here will leave, and plenty of companies that are already here, they'll leave for other places. They will leave, and you will have a depression, the likes of which you've never seen. Look. Trump bestreitet die Behauptung des Artikels. Er habe mehrere Millionen Dollar an Einkommensteuer pro Jahr an das Finanzamt überwiesen, was er bald beweisen werde, indem er seine Steuererklärung veröffentlicht. Trumps Sohn Donald Trump Jr. hat auf diese Vorwürfe reagiert. Wir hören mal rein, was er zu sagen hat. People don't understand what goes into a business. It doesn't include property taxes. It doesn't include payroll taxes. It doesn't include real estate taxes. It doesn't include so many of the things that he's been paying taxes on forever, as he's also putting thousands and thousands of people to work on an annual basis. But of course, the New York Times does this. They put out a selective, picture of all of these things the day before a debate to try to give someone like Joe Biden, an attack line. They come up with one or two catchy sound bites, and that's the game. Also, Trumps Sohn kritisiert die New York Times, weil diese das Narrativ verbreitet, Trump würde insgesamt nur $750 an Steuern pro Jahr zahlen. Allerdings ist nur die Rede von der Einkommensteuer. Die New York Times erwähnt nicht die Multimillionen an Vermögensteuern, Lohnsteuern, Grundsteuern und vieles mehr, die Trump pro Jahr zahlt, plus die tausenden Jobs, die seine Firmen geschaffen haben. Trump gibt während der Debatte sogar zu, dass er legale Schlupflöcher genutzt hat, um seine Steuerlast zu mindern, so wie das jeder Geschäftsmann tut. Allerdings seien viele dieser Schlupflöcher unter der Obama-Biden-Administration überhaupt erst geöffnet worden. Biden scheint nicht wirklich zu wissen, wie er darauf reagieren soll, also verspricht er Trumps Steuersenkungen für Unternehmen abzuschaffen und das Geld stattdessen an die sozial Bedürftigen zu verteilen. Trump wiederum entgegnet, dass Biden mit diesem Schritt viele zurückgekehrte Unternehmen wieder ins Ausland treiben würde, was zu einem Jobverlust und schließlich zu einer Wirtschaftskrise führen würde. Trump will also mit niedrigen Steuern abgewanderte Unternehmen und Jobs zurückholen, während Biden die Steuern erhöhen und das Geld an die Unterschicht umverteilen will, wobei dies durch Jobverluste noch mehr arbeitslose und sozial abhängige Menschen schaffen würde. Als nächstes erhielten die Kandidaten Redefreiheit und konnten ein Thema wählen. Dabei kamen familiäre Themen zur Sprache. And also, while we're at it, why is it, just out of curiosity, the mayor of Moscow's wife gave your son $3.5 million. What did he do to deserve it? What did he do with Burisma to deserve $183,000? None of that is true. Let him answer. None of that is true. Oh, really? He didn't get $3.5 million? Mr. President, Mr. President, please. Totally discredited. Totally discredited. And by the way, well, wait, he didn't get $3.5 million, Joe? Mr. Vice, he got $3.5 million. That is not true. Oh, really? Mr. President, it's an open discussion, please. Now, it's a fact. Well, you have raised an issue. Let the Vice President answer. Discredited. Did Burisma pay him $183,000 a month with no experience in energy? Mr. President, my son did nothing wrong at Burisma. I think he did. Mr. President, let him answer. He doesn't want to let me answer because he knows I have the truth. His position has been totally, thoroughly discredited. By who? The media? By everybody. Well, by the media, by our allies, by the World Bank, I mean, his family we could talk about all night. His family's already... My family lost a fortune by coming down and helping us with government. And that's such a great... Every single one of them lost a fortune. This is not about my family or his family. It's about your family. Trump bezieht sich bei seiner Aussage, Joe Bidens Sohn Hunter Biden habe $3,5 Millionen von der Frau des Bürgermeisters von Moskau erhalten, auf den vor kurzem veröffentlichten Senate Report. Dieser hat aufgedeckt, dass Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca $3,5 Millionen von Elena Baturina, der Frau des damaligen Moskauer Bürgermeisters Juri Lutzkow, überwiesen bekommen hat. Wofür genau Baturina bezahlt hat, ist bisher unklar. Dazu ein Artikel von The Federalist vom 23. September 2020.
Außerdem spricht Trump Hunter Bidens Aufsichtsratsposten bei der ukrainischen Erdgasfirma Burisma Holdings an. Diese hat ihm Millionen bezahlt und als der ukrainische Präsident Poroschenko gegen Burisma wegen Korruptionsverdacht ermitteln wollte, erpresste Joe Biden ihn mit der Zurückhaltung von $1 Milliarde IWF-Kredit, falls die Ermittlungen nicht umgehend eingestellt werden. All das hat der Senat aufgedeckt. Doch Joe Biden behauptet frei heraus, all das sei längst von den Medien, seinen Verbündeten und der Weltbank widerlegt worden. Eine dreiste Lüge angesichts der umfangreichen Beweise. Ja, dann kam das Thema Rassenunruhen und Black Lives Matter zur Sprache. This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division. You have to look at what he did, and what he did has been disastrous for the African American community. President Trump, you have 2 minutes. Why should Americans trust you over your opponent to deal with racism? He did a crime bill, 1994, where you call them super predators, African Americans, the super predators, and they've never forgotten it. They've never forgotten it, Joe. No, sir, it's his 2 minutes. So you did that, and they call you a super predator, and I'm letting people out of jail now that you have treated the African American population community, you have treated the black community about as bad as anybody in this country. You did the and that's why, if you look at the polls, I'm doing better than any Republican has done in a long time, because they saw what you did. You call them super predators, and you've called them worse than that. Biden behauptet, Trump sei ein Rassist, der jede Gelegenheit nutze, um weiter Öl in das Feuer der Spaltung zu gießen. Alles, was Trump bisher getan habe, sei zum Nachteil der afroamerikanischen Bevölkerung gewesen. Trump hingegen verweist auf das 1994 verabschiedete Kriminalitätsgesetz, das aus der Feder des damaligen US-Senators Joe Biden stammt. Biden bezeichnete Afroamerikaner damals als Raubtiere, um Werbung für das neue Gesetz zu machen, das nach der Verabschiedung zur Inhaftierung tausender Afroamerikaner führte. Auch dieser erfolgreiche Konter gegen Bidens faktenlose Behauptungen geht auf Trumps Konto. Danach wurden die Kandidaten ganz spezifisch zu den gewaltsamen Protesten in vielen US-Städten und die Rolle der Polizei gefragt. We would put out that fire in a half an hour, but they won't do it because they're run by radical left Democrats. If you look at Chicago, if you look at any place you want to look, Seattle, they heard we were coming in the following day and they put up their hands and we got back Seattle. Minneapolis, we got it back, Joe, because we believe in law and order, but you don't. The top 10 cities and just about the top 40 cities are run by Democrats and in many cases radical left, and they've got you wrapped around their finger, Joe, to a point where you don't want to say anything about law and order. I think it's a party issue. You can bring in a couple of examples, but if you look at Chicago, what's going on in Chicago, where 53 people were shot and 8 died shot. If you look at New York, where it's going up like nobody's ever seen anything, the numbers are going up 100, 150, 200%. Crime. It is crazy what's going on. And he doesn't want to say law and order because he can't, because he'll lose his radical left supporters. And once he does that, it's over with. But he has no law enforcement That's support. not true. Almost That's nothing. Look. Oh, really? Who do you have? Name one group that supports you. Name one group that came out and supported you. Go ahead. Think. We have time. We don't have time to do anything. No, think All right. Name one law enforcement group that came out and supported I think, gentlemen, you. I think I'm going to take back the There moderator's aren't. I don't role, think there are any. and I want to get. And what I'm going to do as President of the United States is call together an entire group of people at the White House, well, everything from the civil rights groups to the police officers, the police chiefs, and we're going to work this out. We're going to work this out so we change the way in which we have more transparency in when these things happen. These cops aren't happy to see what happened to George Floyd. These cops aren't happy to see what happened to Breonna Taylor. Most don't like it. But we have to have a system where people are held accountable. And by the way, violence in response is never appropriate. Never appropriate. Peaceful protest is. Violence is never appropriate. All right, And I'm totally opposed to defunding the police officers. Trump spricht klar das an, was wir hier auf diesem Kanal seit Monaten mitverfolgt haben. Demokratische Gouverneure, die zugelassen haben, dass ihre Städte von Linksextremisten und Black Lives Matter-Anhängern zerstört und ausgeraubt werden, weil die Demokraten die Unterstützung des linken Randes bei der Wahl benötigen, weshalb sich Joe Biden dem Einfluss der Extremisten nicht entziehen könne und niemals für Recht und Ordnung sorgen werde. Trump hingegen hat es mit Hilfe der Nationalgarde innerhalb weniger Tage geschafft, die Gewalt im Keim zu ersticken, weshalb Recht und Ordnung, Law and Order, zu einem wichtigen Slogan seiner Wahlkampagne geworden ist. Die Ablehnung der Black Lives Matter-Forderung, das Polizeibudget
Polizeibudget drastisch zu kürzen, lehnt Trump ab, weshalb fast alle Polizeigewerkschaften Trump und nicht Biden unterstützen, was Trump seinem Kontrahenten auch verdeutlicht. Biden verspricht hingegen, dass es unter ihm eine Polizeireform geben werde, um gewalttätige Polizisten zu bestrafen. Allerdings wurde genau solch ein Gesetzesvorschlag schon im Juni 2020 von den Demokraten im Senat abgelehnt. Zudem rudert Biden zurück, er sei gegen jegliche Form gewaltsamer Proteste und das Polizeibudget wolle er auch nicht kürzen. Diese Aussage dürfte ihm zahlreiche Stimmen am linken Rand kosten. Als nächstes folgte dann eine weitere leicht widerlegbare Lüge von Biden. You know, his own former spokesperson said, you know, riots and chaos and violence help his cause. That's what this is all about. I don't know who said that. I do. Who? I think Kellyanne Conway. I don't think she said that. She said that. Biden behauptet, Trumps ehemalige Sprecherin des Weißen Hauses, Kellyanne Conway, hätte gesagt, dass Gewalt und Zerstörung förderlich für Trumps Ziele sind. Was hat Conway wirklich gesagt? Zitat: Umso mehr Chaos und Vandalismus regieren, desto klarer wird die Entscheidung, wer die beste Wahl für Sicherheit, Recht und Ordnung ist. Damit meinte Trumps Sprecherin des Weißen Hauses ganz klar Trump und nicht Joe Biden. Eine weitere dreiste Lüge. Danach ging es um die Antifa in den Vereinigten Staaten. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. White supremacist. Antifa's an idea, not an organization. Oh, you got to be not militia. That's what his FBI. His FBI director said. Well, then you know what? No, we're done, sir. We're moving on to the next. We're moving. When a bat hits you over the head, that's not an idea. Everybody in your Antifa administration tells you the truth has a bad idea. Can I tell you what? You have no ideas. Antifa is a dangerous, all right, radical gentlemen, group. we're now moving on to the Trump and Biden records. They'll overthrow you. When a president, I'm going to ask a question. Trump bezeichnete die Antifa als eine Gefahr für die Sicherheit der Vereinigten Staaten, gegen die etwas unternommen werden müsse. Biden hingegen behauptet, Antifa sei nur eine Idee und keine Organisation. Viel schlimmer sei die Gefahr, die von weißen Rassisten ausgehe. De facto hat die Trump-Administration einen Plan vorgelegt, der vorsieht, sowohl die linksextreme Antifa als auch den rechtsextremen Ku Klux Klan als Terrororganisation einzustufen. Somit positioniert sich Trump gegen Extremismus, egal von welcher politischen Seite dieser kommt, während Biden die Existenz des gewaltbereiten Linksextremismus vollkommen leugnet. Anschließend sprach Trump das Thema Russland-Ermittlungen an. Because there has never been an administration or president who has done more than I've done in a period of 3.5 years. And that's despite the impeachment hoax. And you saw what happened today with Hillary Clinton, where it was a whole big con job. But despite going through all of these things, where I had to fight both flanks and behind me and above, there has never been an administration that's done what I've done. Under this president, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused the recession. With regard to being weaker, the fact is that I've gone head-to-head with Putin and made it clear to him we're not going to take any of his stuff. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers. Laut Trump sei seine erste Amtszeit von einer demokratischen Hexenjagd geprägt gewesen, die Russland-Ermittlungen, das Amtsenthebungsverfahren und die faktenlosen Schandkampagnen der Medien. All das habe sich bis heute nicht als wahr erwiesen und nur dem Ausbremsen seiner Administration gedient, die trotzdem mehr erreicht habe als jede Administration vor ihm. Biden geht kaum darauf ein und behauptet, Trump sei Putins Marionette, so wie wir es von den Demokraten gewohnt sind. Tatsächlich hat der US-Direktor der nationalen Geheimdienste John Radcliffe heute Morgen Dokumente veröffentlicht, die belegen, dass sich die ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton mit dem Kreml verschworen hat, um Trump zu Fall zu bringen. Scheinbar werfen die Demokraten Trump etwas vor, das sie selbst getan haben. Als nächstes sprach Biden den Umgang mit dem Militär an. And speaking of my son, the way you talk about the military, the way you talk about them being losers and being and just being suckers. My son was in Iraq. He spent a year there. He got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. He was a patriot, and the people left behind there were heroes. Okay. That is what not he true. did is You're done in this segment. He called the military Mr. Vice President, stupid bastards. I and he did said not it on say tape. He said Mr. stupid Please, bastards. He sir, said it. stop. I would never say that. Play to the it. military. Play it.
Biden behauptet, Trump hätte die US-Soldaten als Verlierer und Trottel bezeichnet, was auch die Ehre seines Sohnes verletzt habe. Trump wiederum sagt, Biden hätte die Soldaten dumme Bastarde genannt. Was davon stimmt denn nun? Zu Bidens Behauptung über Trump konnte ich nichts finden. Was ich allerdings gefunden habe, ist ein Video, in dem Biden die anwesenden Soldaten bei einem Besuch der Al-Dafa Airbase in Abu Dhabi im Jahr 2016 dumme Bastarde nennt. Understanding what you may hear about me, I have incredibly good judgment. One, I married Jill, and two, I appointed Johnson to the academy. I just want you to know that. Just clap for that, you stupid bastards. Understanding what you may hear about me, I have incredibly good judgment. One, I married Jill, and two, I appointed Johnson to the academy. I just want you to know that. Just clap for that, you stupid bastards. Einmal mehr beweist Biden, dass er ein chronischer Lügner ohne Respekt für Militärangehörige ist. Im letzten Segment ging es dann noch um den möglichen Wahlbetrug beim Briefwahlverfahren, das die Demokraten aufgrund der Pandemie landesweit einsetzen wollen. His own Homeland Security Director and as well as the FBI Director says there is no evidence at all that mail-in ballots are a source of being manipulated and cheating. They said that. Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote, vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person. Vote whatever way is the best way for you, because he cannot stop you from being able to determine the outcome of this election. They're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found them in creeks. They found some with the name Trump, just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper basket. They're being sent all over the place. They sent 2 in a Democrat area. They sent out 1,000 ballots. Everybody got 2 ballots. This is going to be a fraud like you've never seen. They have mailmen with lots of it. Did you see what's going on? Take a look at West Virginia, mailmen selling the ballots. They're being sold. They're being dumped in rivers. This is a horrible thing for our country. This is not going to end well. Biden behauptet, es gebe keinerlei Beweise für Betrug bei Briefwahlverfahren. Trump behauptet genau das Gegenteil. Wahlzettel werden verfälscht, zerstört und verkauft. Die Wahl werde unter Einsatz des Briefwahlverfahrens ein riesiges Desaster werden. Und was sagt der Faktencheck? Tatsächlich haben die investigativen Journalisten von Project Veritas am 27. September 2020 einen riesigen Briefwahlbetrug im demokratisch regierten Minneapolis aufgedeckt. Die somalische demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar hat laut dem Bericht somalischen Wählern ihre nicht ausgefüllten Wahlzettel für $200 pro Stück abgekauft, um sie dann mit ihrem Namen auszufüllen. Das Ganze wurde mit geheimen Videoaufnahmen aufgezeichnet. Die Polizei von Minneapolis ermittelt bereits gegen Ilhan Omar. Also ihr seht, eine weitere leicht widerlegbare Lüge von Joe Biden. Am Ende sendete Trump noch eine klare Warnung an Biden. There was no transition because they came after me trying to do a coup. They came after me spying on my campaign. They started from the day I won and even before I won. From the day I came down the escalator with our First Lady. They were a disaster. They were a disgrace to our country. And we've caught them. We've caught them all. We've got it all on tape. We've caught them all. And by the way, you gave the idea for the Logan Act against General Flynn. You better take a look at that because we caught you in a sense. And President Obama was sitting in the office. He knew about it too. So don't tell me about a free transition. Trump sagt, dass sich die Obama-Administration über ihre Amtszeit hinaus in die US-Politik eingemischt und sich damit strafbar gemacht hat. Seine Wahlkampagne sei illegalerweise ausspioniert worden und nach seinem Wahlsieg sei alles daran gesetzt worden, einen Putsch gegen die Trump-Administration anzuzetteln. Doch er habe nun alle Beweise, um diesen Skandal aufzudecken, und auch die Mittäterschaft von Joe Biden werde herauskommen. Ja, alles in allem könnte man diese Debatte als die Zerstörung von Joe Biden betiteln. Trump hat klar mit Fakten dominiert, während Biden mit Lügen, falschen Behauptungen und Anschuldigungen um sich geworfen hat, und selbst das hat er möglicherweise nur unter dem Einfluss von Drogen und technischen Hilfsmitteln zustande gebracht. Diese Debatte trägt weiter dazu bei, Trumps Unterstützung in der US-Bevölkerung weiter zu festigen, da der Lügner Biden schlicht und einfach unwählbar ist. Ja, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr das genauso oder anders seht.